Ist das Apple TV unnötig? Auf den ersten Blick scheint es so. Dank modernen Smart TVs haben wir hier eigentlich alle Apps, die wir brauchen, direkt auf dem Fernseher. Warum also sollte ich mir dann eine Box für über 150 € kaufen? Apples Streaming Box bietet aber weit mehr Vorteile, als man denkt. Was also macht das Apple TV zu einem der besten, aber gleichzeitig auch langweiligsten Produkte in Apples Lineup? That's it. It's this little tiny box. In den guten alten Zeiten verwandelte das Apple TV meinen dummen Fernseher in eine streamingfähige Multimedia-Zentrale. Damals waren Streaming-Seiten wie kinox.de der heiße Scheiß. Dank meinem Apple TV konnte ich so jeden Film und jede Serie kostenlos von meinem iPad über Airplay auf meinem Fernseher ansehen und kabellos Musik auf meine Musikanlage streamen. Ich fand das Produkt damals einfach genial. Doch nun, 10 Jahre später, scheint der Nutzen des Apple TVs nicht mehr so klar ersichtlich. Und doch ist mir, seit ich das Apple TV 4K der dritten Generation vor einem halben Jahr gekauft habe, klar geworden, wie nützlich es ist. Denn Smart TV Software ist einfach nur absoluter Müll. Lange Ladezeiten, Buffering und ständig nervige Werbungen gehören auch bei den teuersten Fernsehern oft zum Alltag. Dazu kommt, dass die TVs auch nach ein paar Jahren keine Updates mehr bekommen und mit der Zeit noch langsamer werden, als sie es sowieso schon sind. Das Apple TV schafft hier Abhilfe und macht zwei Dinge extrem gut. Die User Experience ist bei Apples Streaming Box hervorragend. Das beginnt bei der Software, welche einfach, intuitiv und anpassbar ist. Ich finde es zum Beispiel sehr nützlich, dass ich die Untertitel meinen Vorlieben anpassen kann, damit sie nicht mehr so hell sind, dass mir direkt die Netzhaut wegbrennen. Aber auch das Multitasking wurde elegant und intuitiv gelöst. So kann man bequem zwischen den Apps wechseln und das ohne die geringste Verzögerung. Generell ist die Software sehr reaktiv und Ruckler oder Ladezeiten gibt es so gut wie nie. Die Fernbedienung ist das nächste Highlight. Hochwertig, kompakt, aber mit allem ausgestattet, was man braucht. Besonders nützlich ist die Siri-Diktierfunktion, welche ich sehr oft nutze, um beispielsweise nach YouTube-Videos zu suchen. Denn das manuelle Eintippen von Text ist auch beim Apple TV ein absoluter Horror, der sich so zum Glück vermeiden lässt. Die Touch-Oberfläche der Fernbedienung lässt einen bequem durch die Netflix-Library gleiten und macht das Filmesuchen definitiv angenehmer als bei herkömmlichen Fernbedienungen. Ebenfalls ziemlich toll ist, dass man die AirPods ganz einfach mit dem Apple TV verbinden kann. Einfach aufklappen, auf Verbinden drücken und fertig. So kann man auch um 3 Uhr nachts noch ein vollwertiges Kinoerlebnis genießen. Dabei funktioniert das Spatial Audio mit den AirPods extrem gut. Das sind alles Features, die für mich zu einem deutlich besseren TV-Erlebnis führen, als man es von der langsamen und ruckeligen Smart TV Software kennt. Kauft man sich einmal ein Apple TV, hat man für viele Jahre ausgesorgt. Selbst ein Apple TV 4K der ersten Generation bekommt immer noch die aktuellsten Updates und läuft heute noch genauso performant wie die neueste Version. Mit dem A15-Chip im Apple TV der dritten Generation, der übrigens auch im iPhone 13 Pro steckt, hat man genug Power, um höchstwahrscheinlich auch noch die nächsten 10 Smart TV-Generationen in den Schatten zu stellen. Selbst wenn also die Software deines TVs den Geist aufgibt, hast du mit dem Apple TV immer noch eine sehr leistungsstarke Software auf dem Fernseher, mit der du deine Filme noch lange genießen kannst. Wenn mir vor dem Kauf jemand gesagt hätte, dass man auf dem Apple TV auch zocken kann... Entschuldigung, die Aussprache, den hätte ich einen Vogel gezeigt. Aber mal ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass das Game auf dem Apple TV so gut funktioniert. Einfach über Steam Link mit dem PC verbinden und schon kann ich meine Games auch ganz gemütlich auf dem Sofa genießen. Ich habe das Apple TV mit dem Internetkabel verbunden, womit die Signalübertragung ziemlich gut funktioniert. Klar, man bekommt hier nur maximal 60 FPS und auch der Input-Lag ist nicht optimal. Aber dennoch funktioniert es überraschend gut. Dank Controller-Support können Spiele auch direkt auf dem Apple TV gespielt werden. Jedoch ist die Spieleauswahl im App Store bescheiden. Auf Apple Arcade findet man einige Indie-Games, die teilweise auch ganz gut sind, aber man merkt schnell, dass Gaming nicht Apples Fokus ist. Für den Punkt, der mich am meisten stört, kann Apple eigentlich gar nicht viel. In den Einstellungen kann man die Framerate und den Dynamikumfang automatisch an den Inhalt anpassen. Das Feature ist wirklich nützlich und gehört in jede Streaming-Box. Damit gibt es keine Ruckler und HDR-Inhalte werden auch wirklich in HDR angezeigt. Jedoch bleibt das Bild jedes Mal, wenn ich einen Film oder eine Serie starte, kurz schwarz. Das liegt an der Kommunikation zwischen HDMI und dem Fernseher. Ich habe mich aber daran gewöhnt und falls es dich stört, kannst du es auch einfach deaktivieren. Aber Achtung, dann werden HDR-Inhalte immer in SDR angezeigt. Und Disney, fixt endlich mal eure App. Jedes Mal, wenn ich von einem Film wieder zurück in eure App gehe, kann ich mit genüsslichen 24 Bildern euren Katalog durchforsten. Einzig ein Neustart hilft da. Echt mühsam. Am Apple TV hat sich seit Jahren nicht viel verändert und das ist auch gut so. Die Grundfunktionen sind nahezu perfekt.
Es hat eine intuitive Software, ist performant und bietet eigentlich alles, was man sich von einem Smart TV wünschen würde. Und trotzdem ist es wahrscheinlich Apples langweiligstes Produkt. Doch genau das ist seine Stärke. Denn das Apple TV tut, was es soll, mir ein möglichst angenehmes TV-Erlebnis ermöglichen und das auch noch Jahre nach dem Kauf. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass doch gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Macht's gut, Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!